Pferdewetten immer gewinnen mit Quantenmechanik Verschränkung Doppelspalt 11.4.2019 Autor Selzer-McKenzie YouTube. Heute ist Donnerstag, der 11. April 2019 und ich werde nachher in Wyong in Australien per Internet das dortige Pferderennen Nummer 6 um 7:50 Uhr. Dort sind es 10 Stunden später wetten und bin derzeit dabei mit der Quantenmechanik und der Verschränkung auszeichnen, welches Sieg Pferd infrage kommt. Es ist ja so, dass die Berechnungen vorher mindestens eine Stunde benötigen, weil die Berechnungen ebenso kompliziert sind, aber sie sind eben sehr sicher und wenn man 1 bis 2 Pferde als Sieg Pferde wettet, hat man auch meistens den Sieger dabei. Hier zunächst die Daten: ein Galopprennbahn Handikap für 3-jährige und ältere Pferde über 1300 Meter und einem Preisgeld von 35,0 australischen Dollar. Pferd Nummer 1 startet nicht, hatte aber eine Kurzform von 3 bis 1 davon 2 Starts, einen Sieg und einen Platz, aber das Pferd startet nicht. Pferd Nummer 2 Forecast 33 mit steigender Tendenz, ein 3-jähriger Wallach mit 58 Kilo und eine Kurztendenz von 4,132 und das Pferd hat 4 Starts, einen Sieg und 2 Plätze. Pferd Nummer 3 Forecast 34 mit fallender Tendenz, ein 3-jähriger Wallach mit 58,5 Kilo und Kurztendenz 1,5273 und das Pferd hat 5 Starts, einen Sieg und 2 Plätze. Pferd Nummer 4 Forecast 79 mit fallender Tendenz, ein 3-jähriger Wallach mit 58 Kilo und eine Tendenz 72174. Pferd Nummer 5 startet nicht mit einer Kurztendenz von 12460 und das Pferd hätte 6 Starts, einen Sieg und einen Platz, aber es startet nicht. Pferd Nummer 6 startet ebenfalls nicht mit einer Kurzform von 36210 und das Pferd hat 9 Starts, einen Sieg und 4 Plätze, aber es startet nicht. Pferd Nummer 7 startet ebenfalls nicht mit einer Kurzform von 95717 und hat 9 Starts, einen Sieg und 2 Plätze, startet aber nicht. Pferd Nummer 8 Forecast 250 mit fallender Tendenz, ein 4-jähriger Wallach 56,5 Kilo und eine Kurzform von 07173 Pferd hat 18 Starts, einen Sieg und 5 Plätze. Pferd Nummer 9 Forecast 58 mit fallender Tendenz, eine 3-jährige Stute mit 54,5 Kilo und eine Kurzform von 123 und das Pferd hat 3 Starts, einen Sieg und 2 Plätze. Pferd Nummer 10 Forecast 77 mit steigender Tendenz, eine 3-jährige Stute mit 54 Kilo und das Pferd hat eine Tendenz von 50816 und das Pferd hat 6 Starts und einen Sieg. Pferd Nummer 11 Forecast 165 mit steigender Tendenz, ein 5-jähriger Wallach mit 54 Kilo und eine Kurzform von 58643 und das Pferd hat 24 Starts, einen Sieg und 8 Plätze. Pferd Nummer 12 Forecast 299 mit steigender Tendenz, ein 7-jähriger Wallach mit 54 Kilo und eine Kurzform von 56952 und das Pferd hat 16 Starts, einen Sieg und 4 Plätze. Pferd Nummer 13 startet nicht, eine 4-jährige Stute mit 54 Kilo und eine Kurzform von 27354, das Pferd hat 25 Starts, einen Sieg und 6 Plätze, aber startet hier nicht. Pferd Nummer 14 Forecast 500 mit fallender Tendenz, ein 9-jähriger Wallach mit 54 Kilo und eine Kurzform von 07754 und das Pferd hat 62 Starts, einen Sieg und 15 Plätze. Es ist also so, von den ursprünglich gemeldeten 14 Pferden starten hier 9. Nach langer Durchrechnerei bin ich nun zum Ergebnis gekommen und wette folgende Pferde als Siegpferde: Pferd Nummer 2 und Pferd Nummer 3. Nach meinen Berechnungen nach der Quantenmechanik haben diese beiden Pferde die besten Chancen, als erstes durchs Ziel zu kommen. Nun ist es schon über 7:50 Uhr und das Rennen beginnt und als erstes Pferd läuft das Pferd Nummer 2 durchs Ziel, als zweites Pferd das Pferd Nummer 9 und als drittes Pferd das Pferd Nummer 3. Das Siegpferd Nummer 2 habe ich ja gewettet und bekomme nunmehr eine Quote von 31.